Willkommen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinem Kanal Der Modellbauer. Ich bin der Sven und heute geht es weiter am VW Bulli T1 Samba mit den Ausgaben 103 und 104. In den Ausgaben von heute werden wir die Windschutzscheiben verbauen und das werden auch dann vorab die letzten Scheiben mit Scharniere sein, weil wir dann nur noch 8 Scheiben bekommen, die dann oben ins Dach hineingesetzt werden, pro Seite 4 Stück. Und ja, der ein oder andere wird sich jetzt fragen, warum 103? Was ist mit der 102? Ich hatte im letzten Video erwähnt, im Teil 100, 101, dass ich die Ausgabe 102 für mich verbauen werde, weil wir da die Seitenscheiben auch wieder verbaut haben. Und das war derselbe Bauschritt wie in Ausgabe 100 und 101. Ja, der Bulli will wachsen und ich würde sagen, ich hole euch jetzt ein bisschen näher ran. Wir werden dann mal die Windschutzscheiben einbauen und dabei wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Als erstes brauchen wir unsere 2 Scharniere. Die werden wieder mit diesem Stift verbunden. Da schieben wir bloß ein bisschen rein. So. Schön festhalten. Und so. Jetzt muss man nur noch schauen, dass wir das hier weiter reinbringen. Das geht immer relativ schwer. Da muss ich mir was anderes einfallen lassen. Da schaue ich dann gleich mal, wie ich das mache. Auf jeden Fall habe ich beide Scharniere jetzt soweit fertig, so dass wir unsere Windschutzscheiben herholen können. Das Scharnier wird jetzt hier vorne an die Windschutzscheibe angebracht mit 2 PP09 Schrauben. Ich tue es einmal anfädeln. So, jetzt schrauben wir die fest, vorsichtig. So, somit haben wir das erste Scharnier befestigt und das wird jetzt an der zweiten Windschutzscheibe auch gemacht. Die Scharniere sind jetzt auf beiden Seiten schön befestigt und jetzt holen wir mal die Karosserie her. Jetzt bekommen wir 2 solche Halterungen mit links und rechts gekennzeichnet und die werden jeweils hier an den Seiten mit verbaut. Haben wir einmal die rechte Seite. Es wird einfach nur so, hoppala, eigentlich nur einfach, ja. Eigentlich einfach nur hier drauf gesteckt. So, erste Seite ist fest und dasselbe machen wir jetzt auf der linken Seite auch. So. Somit sind die 2 Teile hiermit befestigt. Und jetzt bekommen wir noch eins für die Mitte. Das schaut dann so aus. Und das wird dann hier drauf gesetzt. Und das soll dann, mal schauen, ob es schon hält. Nein. Und zwar müssen wir das verschrauben mit einer BD08 Schraube. Brauchen wir erstmal einen gescheiten Schraubendreher, dass wir das auch schön machen können. So. Schraube reinsetzen.
Und somit haben wir schon mal die 3 Halterungen hiermit befestigt. Und jetzt werden wir die Scheiben montieren. Und zwar werden die Scheiben von außen nach innen eingesetzt. Die Scheibenwischer leicht runterdrücken. Ich hätte vielleicht die Scheibenwischer. Und zwar werden die Scheiben von außen nach innen eingesetzt. Die Scheibenwischer habe ich mir jetzt ein bisschen festgeklebt, sodass sie nicht im Weg sind. Und die werden jetzt mit 2 PD 08 Schrauben verschraubt. Einmal. Brauchen wir noch die zweite Schraube. Ja. Und somit haben wir unsere erste Scheibe schon mal befestigt und dasselbe wird jetzt auf der zweiten Seite auch gemacht. Jetzt bekommen wir 4 solche Öffnungsschienen und zwar werden die hier montiert. Die sollen so draufgeschoben werden, dass der eine Öffnung nach vorne zeigt. So, mal schauen, wie wir das hier am besten drauf kriegen. Die Scheibe geht da immer wieder zu. Vielleicht geht es doch ohne. Jetzt. Das ist, haben wir quasi die erste Schiene drauf. Und das wird jetzt an allen 3 Seiten genauso verbaut. Die Scharniere sind jetzt befestigt auf allen Seiten. Und jetzt bekommen wir hier solche kleine Nieten. Und damit sollen wir die Windschutzscheibe befestigen an diesen Scharnieren. Und zwar hier oben. Jetzt müssen wir mal schauen, dass wir das hinbekommen. Jetzt hier so schön festhalten. So. Und das Ganze soll jetzt mit der Zange quasi vernietet werden. Gar nicht so einfach, weil es immer wieder rausspringt. Mal schauen. So. Somit ist die erste Scheibe, das erste Scharnier hier befestigt. Und das sollen wir jetzt auf der anderen Seite auch machen. Also unser Scharnier brauchen wir. Dann brauchen wir wieder dieses kleine Teil. Ne, gehe ich schon durch. So. Und das Ganze wird jetzt wieder vernietet. Und hier ging es schon besser. Und jetzt müssten wir eigentlich die Scheibe vernünftig schließen können. Und ich habe auch schon mal den Tipp bekommen, wenn ich die Scheiben eingebaut habe, einbauen und geschlossen halten. Und jetzt weiß ich auch warum, weil es sehr schwer runter zugeht. Und ich werde sie auch geschlossen halten. So. Und somit haben wir die
Frontscheiben fertig. 104 ist jetzt hier mit verbaut. Unsere Windschutzscheiben sitzen vorne drin fest. Es war hier und da ein bisschen Fummelei, aber es ist halt Modellbau, ne? Das gehört mit dazu. Dann möchte ich mich nochmal für den Ton entschuldigen, dass der zwischendurch sehr leise war. Ich habe was besorgen müssen, habe das Mikro abgesteckt und habe es dann wieder vergessen ranzumachen. Ich habe es versucht, mit der Tonspur etwas höher zu setzen. Ich hoffe, ihr konntet mich dadurch wieder besser verstehen. Dafür Entschuldigung nochmal. Und ja, was wird es in den nächsten Ausgaben geben? Und zwar wird es dann die Bauphase 105 und 106 geben. Und zwar werden wir da die Dachstreben und das Schiebedach verbauen. Also Bulli nimmt immer mehr und mehr Gestalt an. Es sind jetzt nur noch mit den Ausgaben ab 105 noch 16 Ausgaben zu verbauen. Und ja, wir kommen langsam dem Ende nah. Ja, dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, dürft ihr das gerne tun. Vergesst dabei die Glocke nicht zu aktivieren, sodass ihr keins der weiteren Videos von mir verpasst. Und dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag, eine schöne Zeit und einen schönen ersten Advent. Und bis dahin, tschüss, euer Sven.